Antike, wo man hinschaut. Wie sang einst der Philosoph Elton John? Sandal in the Wind. No, no gyros. No gyros? No, no. Frühlingsrolle. Wer hat's erfunden? Prima, 1, 2. Ich bin drin. Und wenn man dann oben ist, sagt man, wow, ist das hier so schön. Achtung, ich strahle, denn ich bin total glücklich. Ich bin an einem Ort, wo ich immer schon mal hin wollte und ich bin schon jetzt Hellas begeistert. Es sieht aus wie die Kulisse einer kleinen griechischen Mittelmeerinsel. Stimmt aber nicht. Kleine, enge Gassen. Kaum Lärm. Keine Menschen. Fast unvorstellbar, dass ich in einer Millionenmetropole bin. Ich bin mitten im Herzen von Athen. Als ich erzählt habe, es geht nach Athen, haben wirklich viele Freunde gesagt, wirklich Athen, will man dahin? Es sind diese Vorurteile des letzten Jahrhunderts. Lärm, Dreck, Enge. Aber ist das wirklich so? Ich will mich davon überzeugen, ob sich Athen gewandelt hat, ob es grüner, ob es ruhiger geworden ist. Und ich habe mir dazu professionelle Unterstützung gesucht. Und das ist Maria. Hallo Maria. Hallo Michael. Und Maria hat ein Buch über Athen geschrieben. You did write a book about Athens? Ja, das Buch heißt Step by Step Through Athens, also Schritt für Schritt durch Athen. Darin geht es um die weniger bekannten Geschichten der Stadt. Das hört sich spannend an. Stürzen wir uns ins Abenteuer. Ja? Ja, okay. I will follow you. It is so beautiful. Die Stufen sind gewöhnungsbedürftig. The steps are small, they are large. And it's a little bit slippery, ne? Sind nicht ganz so rutschfest. Also ich bin jetzt schon begeistert von den breiten Straßen hier überall in Athen. Es erinnert mich alles an meinen letzten Besuch auf Mykonos. Diese kleinen Häuschen hier, diese Idylle. It looks like Mykonos. What kind of area is this here? Das stimmt, das ist die Architektur der Inselgruppe der Kykladen. Als Griechenland unabhängig wurde, sind viele Handwerker von der Insel Anafi nach Athen gekommen, um hier zu arbeiten. Aber die hatten großes Heimweh. Deshalb haben sie auf dem Fels der Akropolis ihr Anaphiotika, Klein Anafi, so gebaut wie daheim. Also es sieht aus wie ein klassischer Eiskaffee. Looks like ice coffee. What is it? It is ice coffee called frappé and it is Greek invention. Das ist eine griechische Erfindung, Frappé. Man nimmt dafür Nescafé und schlägt das Pulver mit etwas Wasser schaumig. Dann füllt man das Glas auf mit Wasser und Eiswürfeln. Maria, du machst ja diese Touren nicht nur für mich hier jetzt. Also man kann dich ja buchen. Ja, wir sind ein Team, das sich Fun Tour Games nennt. Wir organisieren in Athen verschiedene Rätselspiele oder Schatzsuchen. Jetzt bin ich ein bisschen angefixt. Now I'm hooked up. Can we do something like that? Na klar, ich habe auch etwas vorbereitet. Dieses Blatt hier. Akanthus. Deine Aufgabe ist es, dieses Blatt im Laufe unseres Spaziergangs noch irgendwo zu entdecken. Kleiner Tipp, es ist in Marmor gehauen. Can I take a photo? Yeah, please. Yeah? Okay. It will be helpful. Das glaube ich auch. Bevor wir weiter nach dem Blatt suchen, Michael, was machst du, wenn du wissen willst, wie das Wetter wird? I usually check my iPhone. Ich checke die Wetter-App. Weather App?
Dieser Turm hat denselben Zweck. Der hier? Ganz genau, auf der Spitze gab es eine Wetterfahne. Bei Westwind zeigte sie zum Beispiel auf C für. Auf dem Relief verstreut dieser Windgott Blumen. Dann wusste jeder, dass nur ein laues Lüftchen wehte. Man konnte seine Jacken also zu Hause lassen. Wie gut, dass hier niemand weiß, dass ich im Saarländischen Rundfunk auch der Wettermann bin. Now is the moment I take out my phone, also nochmal nachschauen. Wo finde ich das Blatt? Sie hat ja schon mal gesagt, es ist irgendwo in Marmor gehauen. Also es muss irgendwo in dieser Richtung hier sein. Ah, hier. Over there? Absolut richtig. Also sehr ähnlich zumindest, almost similar. Ja? Warum ist es darauf? Why is it there? Das Akanthusblatt war die Inspiration für einen Künstler, der im 5. Jahrhundert vor Christus in Korinth lebte. Er hatte eine Verlobte, doch sie starb. Er ist dann jeden Tag mit Blumen zu ihrem Grab gegangen, eines Tages auch mit Akanthusblättern. Und als er am nächsten Tag wiederkam, waren die Blätter außergewöhnlich schön vertrocknet. Er ist dann sofort in seine Werkstatt zurückgelaufen und hat diese ganz neue Art eines Säulenkapitells erschaffen, das korinthische Kapitell. Und haben das alle Griechen gemacht? Die Athener fanden diese korinthischen Kapitelle zu kitschig. Für Athener waren Zurückhaltung und Bescheidenheit wichtige Tugenden. Und das hier fand man nicht sehr bescheiden. Ach ja, die Bescheidenheit. Zu diesem Thema hat Maria dann noch eine Art Lektion für mich parat. Da denke ich natürlich zuerst an die Liebe. Oder wenigstens Alkohol. Aber was bekomme ich? Für die Lektion brauchst du etwas Wasser. Das füllst du in diesen Kelch. Man nennt ihn pythagoreischen Becher. Aber du darfst ihn nur bis zu dieser Linie befüllen. Perfekt. Nur bis zum Rand. Okay. Jawohl, nicht mehr, not more. Okay, ich meine, es ist heiß, es ist warm, man kann nie genug trinken. Dann kommt so ein kleines Stückchen noch. Ein kleines Stückchen noch. Let's see what happens. Ah! Das ist super. Moment, es läuft ja ganz leer. Moment, es läuft ja nicht nur das raus, was am Rand war. Wie funktioniert das? Das ist das Prinzip der kommunizierenden Röhren. Pythagoras will uns damit sagen, dass es wichtig ist, sich an Grenzen zu halten. Und das nicht nur in Sachen Alkoholkonsum. Dafür steht die Linie. Wenn man diese Grenze überschreitet, verliert man alles. Auch das, was man eigentlich schon besaß. Hörst du hier etwas Ungewöhnliches? Wasser? Da ist Wasser. Richtig, hier fließt Wasser, ungefähr 8 Meter unter uns. Das ist der Eridanos, ein Bächlein, das es schon im 6. Jahrhundert vor Christus gab. Ich finde es sehr faszinierend, dass wir heute denselben Bach sehen können, den die Athener schon in der Antike gesehen haben. Und das gleiche Plätschern hören wie sie. Orte wie diesen kann man in Athen überall entdecken. Verblüffend ist, dass wir jetzt schon so lange in der Fußgängerzone unterwegs sind, in der Altstadt, ohne mal eine Straße überqueren zu müssen. Es ist kaum Autoverkehr hier. Und das mit dem Rätsel hat wirklich Spaß gemacht. Danke, Maria. Thank you so much. So, aber jetzt, und da will ich ganz ehrlich sein, knurrt mir ein bisschen der Magen. Vielleicht mal was vom Griechen? Zum Essen habe ich mir ein kleines Restaurant nördlich der Altstadt ausgesucht. Das Karamanlidika. Sieht typisch griechisch aus. Dann weiß ich schon, was ich bestelle.
Ich gehe mal davon aus, man wird nirgends besseres Gyros bekommen als in Griechenland selbst, oder? I think you will prepare me the best gyros in town, Maria. No gyros. You try. Hier bekommst du echte griechische Spezialitäten. The real Greek food. Was wird es sein? Pastourmadopitakia, dolmadakia, kabourma and saganaki karamalidiko and other things. Da bin ich gespannt. Kann ich mir das anschauen? Can I have a look? Yeah? Yes, of course, come. Perfect. It looks so delicious. Möchtest du helfen? You think I can do this? Yeah? Yes. Okay. This? You can make it with that. Und dann die beiden anderen machen. Yeah. Schön. Das sieht so gut aus. It looks so good. What's this? What is it? How is it called? Saganaki karamalidiko. Saganaki karamalidiko. Saganaki Karamalidiko. Karamalidiko. Have a seat, Maria. Komm, zum Wohl erstmal. Dankeschön. Yamas. Yamas. Here we have the pastourma. Das sind die Pastourma, die kleinen Röllchen, die wir vorhin zusammen frittiert haben. Die schmecken sehr außergewöhnlich. Dann haben wir Anchovies, die wir selbst in Essig mit Knoblauch, Kräutern und Gewürzen einlegen. Und Kavurma, langsam geschmortes Rindfleisch mit Kräutern, Gewürzen und Kartoffeln. Was haben wir noch? Weinblätter. Das sind so Weinblätter. Komm, das probiere ich jetzt einfach mal. I will try it, okay? Give it a try. Gefüllt mit Reis und Kräutern und mit hochwertigem Olivenöl gemacht. Reis und Kräuter, Olivenöl, das ist ja die mediterrane Küche, die schon gut rund macht und die super gut schmeckt. That's really good. Maria, was ist das hier? What is this here? Das ist das Saganaki karamalidiko. Eier mit Tomaten, Käse, Sucuk und Pastourma. Mein absoluter Favorit. You love it? Yes. Das ist schon lecker. It's so delicious. Thank you so much. Vielen Dank. Also ich werde mir das nächste Mal, wenn ich in Deutschland beim Griechen bin, die Karte etwas genauer angucken müssen. Vielleicht finde ich ja diese Spezialitäten dort auch. Es wird sich wirklich lohnen. Apropos genauer anschauen. Ich weiß inzwischen, dass Athen einen sehr schönen verkehrsberuhigten Bereich hat. Aber wie ist es denn mit Grünflächen? Wie ist es mit Parks? Das will ich mir gemeinsam mit Anna anschauen. Anna ist halb Griechin, halb Deutsche, lebt schon eine ganze Ecke lang hier auch in Athen, war jetzt allerdings für viele Jahre in München und ist wieder zurückgekommen. Und das ist Anna. Hallo Anna. Hallo Michael. Es fällt schwer, sich die Stadt anzugucken und zu glauben, dass es da irgendwo Ecken gibt, wo wenig Verkehr und viel Grün ist. Oder ist es eine schwere Aufgabe? Es ist gar kein Problem und ich zeige dir ein paar Stellen hier ganz in der Nähe, wo du echt deine Meinung änderst. Wo kann es losgehen? Diese Richtung, diese Richtung? Was sind wir? Wir gehen in die Richtung erstmal. Gehen wir in die Richtung. Also zumindest das Gerücht, dass Athen von Verkehr überquillt, Autos und Co. ist bis jetzt für mich schon mal widerlegt. Also ich habe Fotos aus den 90ern gesehen, das hast du wahrscheinlich nicht mehr miterlebt, ne? Aber da war hier um die Akropolis drumherum, da waren hier wirklich richtige Schnellstraßen gewesen. Genau. Hier hat man, glaube ich, für die Olympischen Spiele, für die letzten, hat man das dann alles hier Alles beseitigt, hier, damit genau. es ruhiger wird. Genau. Und wie man sieht, ist es auch gelungen. Es ist perfekt gelungen. Für dich ist es normal, für mich nicht. Moment. Nein. Ey, das ist ja sensationell. Was ist das denn? Der Weißwursttempel. Also man kennt hier, wie man halt in anderen Bereichen des Zentrums Aber der ist
ist wirklich noch sehr, sehr gut erhalten, oder? Das ist verblüffend, sogar mit Dach drauf. Ja, genau. Es ist nämlich so gut erhalten, weil während der Verbreitung des Christentums im 7. Jahrhundert nach Christus natürlich, wurde der Hephaistos-Tempel auch wie ganz viele andere Tempel in eine Kirche verwandelt. Ja. Und deswegen ist er in so einem guten Zustand. Aber das ist komisch. Da sitzt er nicht mehr so ganz ordentlich aufeinander. Genau, das ist aber noch sicher. Mach dir da keine Sorgen. Das gibt mir ein gutes das ist Gefühl. Immer noch sicher. Es erinnert so ein bisschen ans Forum Romanum in Rom, wobei da eher die Oberen unterwegs waren und dicke Arme gemacht haben. Das hier war der Marktplatz des Volkes. Ne? Genau, hier befinden wir uns auf der Agora, auf dem Marktplatz des Volkes. Es ist einfach ein Volk. Und natürlich war es auch parallel einfach das Herz von Athen, wo auch die Demokratie dann aufblühte, weil man hatte hier Politik, man fand sich hier zusammen und hat über alles geredet. In Deutschland ist halt viel über die Krise immer berichtet worden. So, Mensch, den Griechen geht's nicht gut, aber ihr strahlt immer alle irgendwie. Ja, das ist halt dieses griechische Feuer, das man hat, wo nie löscht, auch wenn alles den Bach runterläuft. Und auch wenn man Probleme hat, dann verschiebt man die Probleme gerne auf morgen. Es hat ja funktioniert, wie wir gesehen haben. Und dann hat Anna noch eine weitere Überraschung für mich organisiert. Nur ein paar hundert Meter von der Akropolis entfernt und ebenfalls mitten im Grünen. Folklore. Das ist Tanzgruppe von Antonis. Genau. Hallo Michael. Hi, grüß dich. das ist Antonis. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Hallo, grüß dich. Das sieht so toll aus. Möchtest du vielleicht mitmachen? Ich kann's nicht. Ja, komm, Echt? ich zeig das mal. Ja, wir gehen kurz mal dich umziehen. Das ist ein bisschen kurz, aber ist das normal? Ja, ne? Oder? Komm, ich helfe dir auch. Guck mal, ich bin ein bisschen... Ich habe ein bisschen mehr Muskeln hier als der Mann, der das normalerweise trägt. Geht schon. So. Schick siehst du aus. Das hier noch. Aber der Tanz, den wir jetzt machen, ist kein Paartanz. Also ich habe noch keine Frau jetzt mit einem Mann tanzen sehen bei euch. Das ist richtig. Denn das ist ein Sirto und Sirto heißt auf Griechisch, wir ziehen dich mit. Na? Einer tanzt vorne und zieht die anderen Leute mit sich. Bin ich startklar? Ja, klar, super siehst du aus. Und natürlich kommst du auch noch von mir aufgesetzt. Es passt dir wirklich alles wie angegossen. Steht dir gut. Hier oben. Und mit dem rechten Fuß beginnen wir. 1, 2, rechter Fuß, wieder rechts. Der linke über dem rechten. Und das gleich noch. 1, 2, also ich habe ein bisschen mit dem. Okay, wir probieren es nochmal, ja? Genau, aus dieser Standposition. Einmal rechter Fuß nach rechts. 1, linker Fuß hinten. 2, 3, 4, 5, 6. Ranziehen. Jetzt müssen wir aber irgendwie im Kreis laufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zweiter Fuß. Der einzige Fuß, der nach hinten geht, ist der linke Fuß. Oh, ich halte die ganze Truppe auf, Entschuldigung. So, 1, 5, 6, prima. 1, 2, ich bin drin. 3, 4, 5, 6, geht doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, ohne hingucken. 3, 4. Oh, danke schön. Oh. Πάει ο καιρός, πάει ο καιρός που ήταν ο κόσμος δρόσερος και κάθε αυγή ξεκινούσε μια πηγή για να ποτίσει. Καλησπέρα. Das ist gut hier, oder?
Der Sandalenmacher der Stars. Genau, da sind wir am richtigen Platz. Ich brauche eigentlich keine, aber da kann ich ja nicht Nein sagen. Take my shoes off. Ja, ja. Sieht aus wie bei Asterix. In which occasions did they wear your shoes? Was kaum jemand weiß, die alten Griechen waren barfuß unterwegs. Sandalen konnten sich nur Reiche leisten. Warum benutzt du Gummisohlen und kein Leder wie in der Antike? Früher bestanden die Straßen einfach aus Erde oder Kieselsteinen. Heute liegen überall Marmorplatten. Mit Ledersohlen ist das extrem rutschig. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Hollywood und da will ich hin. Ich vermute mal, Kirk Douglas hatte damals jemanden, der ihm als Spartacus die Riemchen gebunden hat. Das mache ich alles selbst. Jetzt haben ja alle gesagt, geh nicht auf die Akropolis, ist übervoll. Aber mal ehrlich, Athen ohne Akropolis, das ist wie Paris ohne Eiffelturm, das geht nicht. Το παράθυρο μου στέλνω 1, 2 και 3 και 4 φύλλα. Φτάνουν στο λιμάνι 1 και 2 και 3 και 4 πουλιά. Πως ήθελα να έχω 1 και 2 και 3 και 4 παιδιά. Σαν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν. Das ist echt total beeindruckend. Ich bin so froh, dass ich noch hochgekommen bin hier auf die Akropolis. Das ist so ein krasser Energieort. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn man sich Sorgen macht wegen der Besucherzahlen, also es gibt inzwischen 2 Sachen, die ganz gut sind. Erstens Timeslot buchen, das kann man neuerdings machen, wann man hier hoch will. Und zum anderen, so wie wir, vielleicht kurz vor Toresschluss. Das lohnt sich auf jeden Fall. Dann ist es recht überschaubar. Und ich habe noch einen Tipp für alle, die an der Akropolis nicht anstehen wollen, die dort vielleicht ein bisschen Geld sparen wollen. Es gibt noch eine andere Aussicht über Athen, die atemberaubend ist. Es ist die Aussicht vom Lykavetos. Das ist der Hausberg, die höchste Erhebung hier in der Stadt. Und dort kann man abends auch den Sonnenuntergang genießen. Das mache ich mit Dionysos. Der ist jetzt bei mir. Grüß dich, Dion. Grüß dich auch. Du bist Opernsänger? Ja. Du kennst dich im Nachtleben aus? Auch. Du bist der richtige Mann für die kommenden Stunden mit mir. Freue ich mich drauf. Freut mich sehr. Warum sprichst du so gut Deutsch? Also ich war in Berlin, da habe ich dort studiert, an der UDK. Was willst du mir heute Abend zeigen? Was können wir uns angucken? Also jetzt, dass wir hier sind, schauen wir ein bisschen hoch auf Lykabetos. Auf Griechisch ist Lykavitos. Dann gehen wir uns jetzt die Aussicht angucken. Und was hast du sonst noch mit mir vor heute Abend? Und danach gehen wir ein bisschen runter auf Psyri. Ist eine Gegend von Athen, die eine merkwürdige Farbe hat. Was meinst du mit besondere Farbe? Also ich möchte nicht kitzig sagen, aber so in diese Richtung. Aber schon. So eine schöne Aussicht. Und Akropolis ist jetzt auch eingeschaltet, ne? Das ist total verrückt. Guck mal, der Drache da oben. Ja, wisst ihr? Weißt du was? Jetzt weiß ich, was du gemeint hast, als du gesagt hast, besondere Farbe. Ja, siehst du? Das ist es hier, oder? Das ist besondere Farbe, genau. Oh, das ist total verrückt.
War das immer schon so das Partyviertel hier in Athen? Eigentlich nicht. Psyri vor 20, 25 Jahren war eine sehr untergekommene Viertel von Athen. Aber danach gab es einen frischen Wind. Du hast hier nicht nur Touristen, ne? Nein, nein, auf keinen Fall. Es ist eine Ecke, wo auch die Bewohner hier kommen und die genießen das wirklich sehr. Das ist wirklich sehr stimmungsvoll, ganz toll. Und übrigens oft mit Party bis zum Morgengrauen. Also nochmal zum Thema Verkehr. Es wäre natürlich Quatsch zu behaupten, in Athen gäbe es keinen Verkehr. Insbesondere hier am Syntagma-Platz am Parlament. Natürlich ist da was los. Aber dann lohnt es sich besonders, so wie heute, an einem Sonntag hinzukommen. Denn dann gibt es auch noch den traditionellen Wachwechsel. Immer um 11 Uhr. Ich meine, der ist die ganze Woche über, immer jede Stunde. Aber so pompös wie sonntags ist er eigentlich nie. Also eines kann ich schon mal sagen, zu Fuß kommt man hier prima zurecht in Athen. Die meisten Attraktionen sind fußläufig erreichbar, aber ich bin ja auch jemand, der gerne Metro und U-Bahn fährt. Ich behaupte auch immer, dass ich diese Pläne ganz gut lesen kann. Die Frage ist nur, ob ich die griechischen Schriftzeichen am Kassenautomaten entziffert bekomme. Wir probieren es mal. Ah, sehr gut, Deutsch funktioniert. Ticket kaufen, Ticket kaufen. 24 Stunden. Nee, 90 Minuten reicht. Das reicht. 1,20 Euro. Da kannst du nichts sagen, oder? Zack. Das funktioniert. Ticket wird gedruckt. Ich habe gewonnen. Ich kann mittlerweile behaupten, Athen ist unter den letzten Der will ich hin Produktionen die Stadt, die mich am meisten überrascht hat. Ich habe eine sehr, sehr grüne Stadt erlebt. Ich habe eine Stadt erlebt, in der Verkehrslärm überhaupt nicht die Rolle spielt, wie ich das in anderen Städten erlebt habe. Man ist in einer pulsierenden Metropole unterwegs und kann trotzdem gleichzeitig auf den Spuren der griechischen Antike spazieren gehen. Und die größte Überraschung, und ich meine damit nicht diesen Uso-Cocktail. Ich bin immer noch in Athen, aber ich bin inzwischen am Strand. Keine 30 Minuten mit der Tram von der Innenstadt entfernt. Das ist Wahnsinn, oder? Also mich hat Athen restlos überzeugt. Strandurlaub und Hochkultur. Mir fallen nur wenige Metropolen ein, wo man das auf einen Schlag bekommt. Ich komme definitiv wieder. Aber jetzt bin ich erstmal weg.